Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Spieltag der Soccercoin-Europameisterschaft 2020. Ja, heute wieder mit dabei in unserem Soccercoin TV Studio unser Soccercoin TV Experte René Hobeck. Hallo und herzlich Servus willkommen. Marcel, hallo. Ja, heute haben wir den zweiten Spieltag unserer Europameisterschaft. Die Gruppe A wird heute zum ersten Mal abgeschlossen in der ersten Runde mit Wales und Schweiz. Das wird geil. Und natürlich hinzu kommt noch die Gruppe B, die ganze, Belgien, Russland, Dänemark und Finnland. Ja, was erwartest du dir jetzt? Wie geht die erste Partie der Gruppe A aus? Also ich freue mich wahnsinnig auf das Match Schweiz gegen Wales. Da sind einfach auf beiden Seiten Hochkaräter drinnen, Teamgefüge passt bei beiden Mannschaften. Ich glaube, da wird es hin und her gehen, viele Tore werden wir da, glaube ich, sehen. Perfekt, ja. Meine Frage jetzt an dich, ist Gruppe B, ist ja Belgien dabei. Wie weit glaubst du, schaffen die Belgier diese Europameisterschaft? Belgier werden von Jahr zu Jahr besser. De Bruyne ist in Hochform. Eden Hazard hängt ein bisschen, seitdem er bei Real Madrid ist. Er hat ein paar Pfunde zugelegt, das macht nichts. Seine Qualität ist immer noch am Ball. Die ganze Mannschaft ist tiptop. Ich glaube, die kommen ganz, ganz weit. Wenn nicht sogar den Titelträger. Okay, ja. Dann schauen wir uns zuerst mal das erste Spiel an in der Gruppe A. Das ist Schweiz gegen Wales. Ja, und wir werden wieder die Highlights kommentieren, so wie auf den ersten Spieltagen. Auf geht's. Ja, also Wales gegen Schweiz heißt die Partie wirklich Heimmannschaft Wales. Heimmannschaft Wales. Auch hier wieder schön zu beobachten, ein volles Stadion. Kann man in diesen Tagen nicht oft genug erwähnen. Das ist richtig. Wer glaubst du, wird dieses Match dominieren oder wird es ausgeglichen sein? Am Anfang vielleicht noch ein bisschen ein Abtasten. Ich glaube, dass sich da trotzdem die Waliser durchsetzen werden. Okay. Ja, sie haben Gareth Bale, auch wenn er viel Golf spielen ist, haben sie in ihren Mannschaften und so weiter. Ja, da Kommen wir Schaka gleich einmal die Schweizer, zur okay. ersten Szene der ersten Halbzeit mit die Schweizer Richtung Tor. Ja, und das ist Elfmeter. Nein, das ist gleich mal 11 Meter. Geht gut los. Erste Chance, ja, okay. Erste Elfer und die Schweizer haben den ersten Elfer. 35. Minute. Später aber doch die erste Nochmal. Chance, gleich einmal ein Elfmeter. War Ja, es ganz ein klar. ganz klarer Elfer. Na klar. Zu spät dran, der Eisenbahner gegen den Oberschenkel. Gibt einen blauen Fleck und einen Elfmeter. Ja, Rodriguez wird diesen Elfmeter antreten bei der Schweiz. Routiniert, Außenverteidiger, hat einen guten linken Fuß, ich glaube, der ist drin. Den macht er ganz ganz eiskalt. trocken. Da haben wir keine Sehr Chance schön. da. Kann Und ich- die Schweiz führt mit 1:0. Das erste Tor dieser Europameisterschaft. Freuen wir uns. Weiter in der Donut. Ja, jetzt müssen sich die Waliser aber anstrengen. Ja. Wo ist Gareth Bale? Ja, jetzt nochmal den Elfmeter. Hat er gut platziert in die Ecke geschossen. Unten. Ja, den Tormann ein bisschen verladen. Der Tormann hat eigentlich mit der anderen Ecke spekuliert, dann konnte er nicht mehr rechts runter und somit ist er in der Mitte stehen geblieben, hat gesehen, keine Chance. Ja, aber auch guter Elfmeter geschossen. Ja, flach ist immer eine gute Taktik beim Elfmeter. Langer Weg für den Tormann. Ja, er ist der Erste, der sich in die Torschützenliste eintragt. Gratulation. Weiter die Schweizer, ich bin überrascht. Ja, anscheinend dominieren die Schweizer hier die Partie. Wieder Aber eine nach Flanke Belieben, und, also, im wow. Zakara, Wahnsinn, ein junger. Und das kurz vor der Pause noch. Also das war noch ein starkes Wie sagt Tor man? jetzt. Ja, wie sagt man, moralisch ganz wichtiges Tor vor der Halbzeit. Ja, schlecht für Wales, für die Moral. Ja, Kurz vor der Pause, aber schöne Flanke hier. Und den Kopfball ins Kurze. Keine Unhaltbar Chance. für den Torhüter wieder. aber wenn man fair bleibt, da muss man fair bleiben. Natürlich gute Position, guter Abschluss vom Stürmer. Vorarbeit ist aber eindeutig hier hervorzuheben. Kurzes Doppelpassspiel am Seitenrand, Flanke zur Mitte, Tor. Ja, die Schweiz legt gut los hier in die Europameisterschaft. Ja, hoffen wir, dass unsere Nachbarn, dass wir genauso gut spielen wie unsere Nachbarn. Ja, dann war Pause. Wahnsinn, und Sind wir weiter. in der zweiten Hälfte und von Wales noch immer keine einzige Chance gesehen. Jetzt kommt wieder die Schweiz mit Shaqiri mit dem Weitschuss. Wahnsinn. Unglaubliches Traumtor hier. Ja, seitdem er Spiel bei Liverpool ist, blüht er richtig auf und das sieht man auch hier in dieser schönen Einzelaktion. Traumhaft. Wunderschönes Weitschusstor.
Eine kleine bullige Shaqiri, der tankt sich da durch und ja, natürlich, jeder weiß, glaube ich, der Fußball liebt, was Hier Shaqiri nochmal mit eine seinen linken Zeitlupe, Fuß schöne kann. Ballrolle und dann Wahnsinn. sehr schönes Tor, auf jeden Fall. Richtig geil. Aber ich bin, noch einmal sage ich bin sehr überrascht. Ja, Aber ich freue mich trotzdem für die Schweizer. Ich hätte mir auch eine etwas ausgeglichenere Partie, aber wie wir sehen, die Schweiz hört Ja. nicht auf nach vorn. Und es gibt noch Den einen nächsten Elfmeter. Elfmeter, was ist denn da los? 2 Elfmeter im zweiten Spiel dieser Europameisterschaft. Da muss ich sagen, interessiert mich jetzt aber die Wiederholung. Schauen wir uns die Wiederholung nochmal genau an. Es war. Ja, ungestüm. Ganz ungestüm, ja. Kann man pfeifen. Ich weiß nicht, ob es jeder Schiedsrichter pfeifen würde, aber den haltet er. Den haltet er, Sehr ja. schön, sehr, sehr schön. Wieder Rodriguez, vielleicht ein Fehler, den gleichen Schützen nochmal schießen zu lassen. Na, nicht unbedingt. Normalerweise sagt man, man darf solange ein Elferschütze trifft, darf man die Serie nicht unterbrechen eigentlich. Ja, und jetzt Fehler sind war wir- vielleicht, dass er diese andere Ecke sich ausgewählt hat. Ja. Ja, jetzt sind wir in den Schlusssekunden und das war's mit der Sehr schön, Gratulation an die Schweiz. ersten Sieg für die Schweiz über die Waliser. Das ist gleich einmal ein richtiger Dämpfer für die Waliser. Ja. Ja, Jetzt werden also sie schwer haben. Die 3 Punkte Rückstand für Wales wird sicher ausschlaggebend Vor allem mit Italien und Türkei noch in der Gruppe. Ja, es ist ziemlich eine interessante Gruppe. Eine kleine Vorentscheidung, würde ich meinen. Ja, das war das erste Spiel. Wie du schon gesagt hast, wird es das ausgeglichener erwünschen oder geglaubt, dass es ausgeglichener sein wird. Geglaubt, ja. Ja, das war die erste Partie, der erste Sieg dieser Europameisterschaft. Mhm. Somit führt nach diesem ersten Spieltag der Gruppe A die Schweiz mit 3 Punkten in der Gruppe A. Dann natürlich Türkei und Italien mit 1 Punkt. Die haben sich 0:0 getrennt im ersten Spiel. Und Wales das Schlusslicht dieser Gruppe. Ja. Freut mich sehr, dass die Schweiz hier mal allen voran ist. Das wird eine brisante Gruppe. Italien und Wales sind eindeutig unter Zugzwang. Türkei, würde ich meinen, hat noch keine Außenseiterchancen. Passt, ja, dann kommen wir nun zum ersten Spiel der Gruppe B. Mhm. Das erste Spiel ist Dänemark gegen Finnland und schauen wir uns mal die Highlights dieses Spiels an. Skandinavisches Duell. Wird viel Härte drinnen sein. Wenig Tore befürchte ich, aber ich lasse mich auch hier wieder gerne eines Besseren belehren. Ja, Dänemark, Heimmannschaft. Hier gegen Finnland. Ja, natürlich Dänemark auch ein paar Stars, gute Namen mit drinnen. Wie Eriksen, Schmeichel. Absoluter junge Schmeichel neben Eriksen. Spielmacher, schauen wir mal, was er zusammenbringt. Das ist immer schwierig für Topstars auf diesem Niveau. Man sieht das oft in der Nationalmannschaft, funktioniert es dann einfach nicht. Bestes Beispiel Lionel Messi natürlich. Ja, fangen wir an. Die Dänen machen den Anfang hier in dieser Partie. Kommt mal Delaney von Dortmund, spielt auch bei Norwegen. Und dann haben sie gut zurückerobert den Ball und jetzt Ja, das geht geht's in schnell. die andere Das Richtung geht und schnell. das ist schön herausgespielt. Können sie Ein die bisschen Chance vertändelt, nutzen? ein bisschen aber- vertändelt. Oh, hätten sie besser machen können. Ja, man hat gesehen, ihm ist ein bisschen die Puste ausgegangen, wenn man Hier das mal nochmal so in der sagen darf. Zeitlupe. Oh, gut, aber trotzdem noch vom Torhüter. Ja gut, man Schmeichel muss man erst einmal vorbeikommen. Das ist richtig. Ja, Wieder die Dänen. so, jetzt fangen die Dänen vorne zu kommen an. Das ist die erste Chance. Eriksen, jetzt wird's heiß, jetzt wird's Schöner heiß, schöne Pass in den Auflage. Rückraum und ja, so ein bisschen Ja, kurz Flipper. Handspielverdacht, oder? Wo ist hier die Wiederholung? Dankeschön, die Regie. Einmal und noch einmal. Aber Ja. da geht doch der Ball eindeutig an die Hand, Ja, bitte der schön. Wo ist Schiedsrichter da der nicht Schiedsrichter? richtig entschieden, anscheinend. So wie es Mhm, aussieht. vielleicht zu kurz die Distanz. Na gut, Schauen wir weiter. Wieder die Finnen, das war ein klares Abseits, hätte ich auch so wie man gesehen, erkennen ja. konnte. Ja. Ja, also nicht ganz klar das Abseits, aber es war zu Mhm. sehen, dass es Abseits war. Definitiv. Paulsen kennen wir auch aus der Ja. deutschen Bundesliga. Geht wieder Eriksen, Der ist gefährlich, wieder da ist er auf noch einmal. Paulsen. Oh, da steht der Innenverteidiger. Gerade Goldrichtig. noch, gerade noch. Goldrichtig steht der. Aber es wird enger und enger. Ja, wieder schön herausgespielt. Eriksen toll gesehen im Rückraum. Auf jeden Fall. Eriksen quasi an jeder Chance beteiligt. Ja. Nur eine Frage der Zeit. Aber bis dahin ausgeglichene Partie. Es war zu erwarten. Ja. Leider Gottes derweil auch noch keine Tore. Ja, Vielleicht hier fällt der jetzt folgende, eines. Der folgende Eckball, diese Chance. Kurz abgespielt. Nein, Ja, doch lang ist rein. sogar- Wieder oh, Paulsen. Wieder Paulsen.
Gute Variante, gute Variante. Also Ja, aufs Dänemark kurze Eck. leicht im Vorteil, würde ich meinen. Aufs kurze Eck immer sehr, sehr gefährlich, die Eckbälle. Natürlich auch Paulsen mit seiner Statur, mit seiner Größe prädestiniert für Auf jeden Fall. Kopfbälle. Ja, kommen die Finnen jetzt nochmal wieder kurz vor der Pause Richtung Tor der Dänen. Ja, schöner Pass auf Pucki und es fällt. Das ist das 1:0. Das 1:0 für Ja, Finnland. aus dem Nichts, aus dem Aus Nichts. dem Nichts. Pucki, na gut. Pucki ist dafür bekannt, dass er eine Mannschaft eigentlich allein auf seinem Rücken tragen kann. Er hält Norwich auch jetzt schon immer noch oben im Abstiegskampf in der Premier League und das wirklich komplett alleine. Das macht er auch anscheinend mit der Nationalmannschaft. Also komplett das Gegenteil von einem Lionel Messi. Ja, schöner Abschluss auch von Pucki hier. Schmeichel fast chancenlos. Ja, kann er nichts machen. Meiner Meinung nach kurzer Abseitsverdacht, aber Schiedsrichter lässt weiterlaufen. 1:0. Okay. Das waren die ersten Szenen der ersten Hälfte. Jetzt springen wir in die zweite Hälfte. Und Weiter, der nächste unglaublich, Treffer. Traumtor. Für solche Tore lieben wir den Fußball. Sehr schön. Außenseiter führt 2:0. Finnland geht gegen Dänemark hier in Führung. Sehr, sehr interessante Partie auf jeden Fall. Freut mich sehr, ja. Und wieder liege ich falsch. Ich hätte mit weniger Toren gerechnet, jetzt haben wir schon 2. Ja, Und ich glaube jetzt glaube ich auch, dass es nicht das letzte sein wird. Ein wunderschöner Abschluss der Finnen hier. Per Volley. An die Stange. Ist ein Glück dabei, aber das auch ist unhaltbar verdient. für den Torhüter. Also. Verdient. Toni Kauko. Noch ein Name jetzt nicht so bekannt. Noch nicht. Nach Noch dieser EM wird es vielleicht sein. Vielleicht sogar ein Kandidat für das Tor der Europameisterschaft. So einen Abschluss. Zumindest einmal der Gruppenphase auf jeden Fall. Ja. Das ganze Turnier ist noch etwas voreilig. Und Stange, Dänemark ja. an. Na klar, die müssen die jetzt voll in die Latte. Offensive gehen. Ganz klar. Dänemark muss jetzt natürlich hier nochmal in der Zeitlupe der Kopfball. Wuchtig durchgesetzt. Und Braithwaite. jetzt bei Barcelona. Vielleicht blüht er bei Barcelona ja mehr auf als. Ja, er lässt einmal sein Können hier durchblitzen. Ja, wieder jetzt Dänemark Na klar. voll offensiv. Nächste Flanke und schöne Parade vom Torhüter. Gut durchgesetzt. Aber Noch es einmal kommt rein. noch eine Paulsen. Chance wieder auf Paulsen. Wieder Kopfball. Aber ihm fehlt noch die Kaltschnäuzigkeit. Er kommt gut zu den Chancen, aber verwertet sie nicht. Da war jetzt natürlich auch schwer, die Gegner wissen, auf wen sie aufpassen müssen. Ja, ganz, ganz knapp nur am Tor vorbei. Ja, Dänemark bleibt vorne am Ball. Sie greifen weiterhin an. Versuchen sich da irgendwie durchzukombinieren. Und Was war hier? War das jetzt abseits? anscheinend Oder abseits. ja, ganz klar. Ja. Ja, Einen klares kleinen Abseits. Vorwurf muss man den Dänen machen, sie spielen zu viel über die Flügel. Ja, Sie suchen zu wenig die Abschlüsse, sie flanken rein und natürlich da kann man den Paulsen decken. Ja. Und die Skandinavier, aus ist es, 2:0, verdient in dem Finnland, Sinne, zu einfallslos. Ja. stark gespielt. Dänemark gute Chancen gehabt, leider nicht verwertet. Ja. Aber was soll man machen? Und die Finnen verdient gewonnen. Sehe ich auch, so bin ich bei dir. Ja. Keine Überraschung, aber dafür sind große Turniere bekannt. Ja, somit geht Finnland auf die Tabellenspitze dieser Gruppe. Ja, aber wir haben ja noch die zweite Partie. Die Favoriten in dieser Gruppe kommen erst. Richtig. Ja, jetzt schauen wir uns gleich die zweite Partie an. Belgien gegen Russland. Belgien natürlich Heimspiel hier. Also mein persönlicher Favorit sind die Belgier. Ja, meiner Meinung nach, glaube ich, wird sich Belgien gegen die Russen durchsetzen. Obwohl es vielleicht auch eng sein könnte, aber Ja, die Russen machen das mit viel Disziplin. Die Ja. haben nicht immer die außerordentlichen Topstars in ihren Reihen. Disziplin, das kennt man. Und da werden es die Belgier schwer haben. Ja, Mein Tipp schauen wir uns. unentschieden, schauen wir mal. schauen wir uns die Highlights an. Gerne. Ja, hier. Torhüter Courtois, ganz bekannt. Also Belgien, Brauchen wir nicht reden. Ja. Belgien ganz, ganz stark aufgestellt, die Mannschaft. Die Bräune, Hazard, Lukaku, Witzel, alle dabei. Viele bekannte Gesichter auf alle Fälle. Bei den Russen halt leider weniger. Aber wie gesagt, hier macht das Team die Stärke aus. Ja, schauen wir uns die erste Szene dieser Partie an. Und Die haben Mertens sprintet vorne durch, kriegt er den Ball. die Belgier auf alle Fälle. Mertens schön Nee, abgelegt De auf die Bräune 1:0. 1:0. Und das ist 12. Minute. die danke Qualität fürs von Gespräch. Belgien auf alle Fälle. Ganz klar. Die Bräune eiskalt.
einer der besten Mittelfeldspieler momentan schon der Welt. Offensiv. Der Beste in meinen Augen. Der Beste in meinen Augen. Der Beste. Aber schön rauskombiniert, schön die Beine mitkommen sehen von hinten und der Abschluss eiskalt. Freie Bahn, kann sich das Eck quasi aussuchen, braucht nur draufhalten. Diese Chance darf man einem De Bruyne nicht geben. So, können sich die Russen zurückkämpfen oder geht's weiter in der Donut? Ja, es geht weiter in der Belgien Donut. fängt wieder weiterhin Wieder De an, Bruyne. vorne zu spielen. Über Mertens jetzt. Wieder De Wieder De Bruyne. Bruyne. Alles über De Bruyne. Lukaku. Ja, das haben die Russen gut abgefangen. Jetzt kommt ein Konter. Wenn die den gut ausspielen, ja, das war Foul. Das war ein klares Das Foul ist- von Mertens. Nicht oft zu sehen von Mertens ein Foul. Nein, als Offensivspieler eher weniger, aber das müsste eigentlich mindestens gelb sein. Ja, und es Ja. gibt doch die gelbe. Ja, Das ist ja. die richtige Entscheidung des Schiedsrichters. Im Mittelfeld, klares taktisches Foul hier, den Konter zu unterbinden, also gelb absolut gerechtfertigt. Nun, es geht anscheinend weiter. Es Richtung war, Tor es der war so Russen. zu erwarten, ja. Hazard auf Schönes Tor. Hazard auf Hazard, die zwei Brüder. Traumhaft. Aber meiner Meinung nach abseits, oder? Tatsache, gutes Auge, gutes Auge. Der Schiedsrichter pfeift ab, was sagt VAR? Schauen wir uns mal die Zeitlupe an. Hier der Pass kommt und das ist ein ganz Eindeutig. klares Abseits. Gutes Und Auge. die Russen gut verteidigt. Mhm. Ich würde sagen, glücklich verteidigt, aber okay. Ja, zweite Halbzeit. Sehen wir jetzt einmal noch was von den Russen. Sie strengen sich an, auf geht's. Steht Ja, schön. nur 1:0 für die Belgier, aber die Gut. Russen gut durchkombiniert hier. Das ist ja wirklich sehr gut. Aber jetzt leider nach außen abdrängen lassen. Wo kommt er hin? Die Flanke rein. kommt und das der Ausgleich. Aus dem Nichts. Unglaublich. Aus dem Nichts. 1:1. Und natürlich große Freude bei den Russen. Also gegen Belgien die Punkte nicht liegen zu lassen, ist wichtig. Ja, noch ist nicht alle Tage an. Wir haben noch eine halbe Stunde, aber man freut sich gegen Belgien über jedes Tor. Ja, Torhüter auch chancenlos. Flanke perfekt platziert. Mhm. Und Ich sage mal, gerade auch als Österreicher ist man immer ein bisschen auch in der Außenseiterrolle, deswegen freue ich mich auch hier für den Außenseiter mit über dieses Tor. Weiter geht's. ja, die Russen sind zurückgekommen in diese Partie. Nächste Szene sind schon in den Schlussminuten. Schlussminuten, letzte Chance für die Belgier, um Kommt noch hier die 3 noch. Punkte zu holen. Kommt noch was von den Belgiern. Oder Mertens, der hat weniger. schon gelb, lässt sich abdrängen. Ja, sie Ah, spielen das kostet gut. viel Zeit. Auch Hazard geht wieder auf den Flügel hinaus, der sollte Ja, dreht eigentlich in den wieder ab 16er und rein. Aus, Das ja. war's, unentschieden. Unentschieden, auf alle Fälle verdient für beide Mannschaften. Mein Tipp war unentschieden vor dem Spiel, also ja. So, gut getippt. An dieser Stelle an unsere Zuschauer, wir kennen die Ergebnisse tatsächlich nicht. Das ist richtig. Ja, schönes 1:1 in dieser Gruppe. Ja, ist gut für die Gruppe, bleibt spannend. Ist richtig. Ja, schauen wir uns die Gruppe B nach dem ersten Spieltag nochmal genauer an. Mhm. Und zwar, Finnland führt diese Gruppe überraschend an in dieser Gruppe B mit 3 Punkten natürlich. Dann kommen Russland und Belgien hinten nach mit jeweils einem Punkt. Und ja, Schlusslicht ist Dänemark, die verloren haben gegen die Finnen. Definitiv, ja. Ich glaube aber, dass die Dänen sich gegen die Russen auf jeden Fall noch 3 Punkte holen können. Ja, und die Belgier müssen jetzt eigentlich schon die restlichen 2 Spiele gewinnen. Ich glaube, das werden sie auch tun. Ja, freuen wir uns auf die nächsten Spiele dieser Gruppe. Schauen wir auf den nächsten Spieltag, Spieltag 3, der ist morgen. Und zwar kommen wir in die Gruppe C. Und da haben wir schon eine sehr namenshafte Mannschaft. Und zwar spielt da Österreich, Nordirland, Ukraine und Niederlande. Deine Favoritenmannschaft zum Titel. Und eine Partie aus der Gruppe D. Zwar Norwegen, Kroatien, Tschechien und England. Das ist auch eine sehr interessante Gruppe. Mhm. Ja, schauen wir uns einfach mal morgen die Spiele an. Ich freue mich schon drauf, sie wieder mit dir zu kommentieren und bedanke mich bei dir herzlich, dass du dabei warst. Ja, wie immer an dieser Stelle, vielen Dank für die Einladung. Bis morgen, Marcel. Bis morgen. Ciao.